you need a lot of time? I think we can start now. Ich muss ihn fragen, wegen dem Clip, da wir ein Clip von das Song Warum. Okay, before we continue the show, now I understand. He said he is going to ask again before we start. Hello everybody. Thank you so much. I have to introduce you. I didn't. Okay, unser nächster Redner ist Maissara Said. Er ist aus Sudan und er ist ein politischer Aktivist und sozialer Aktivist auch. Er hat viel mit Straßenkindern zu tun gehabt in Sudan und auch mit AIDS-Kranken und so. Und er macht seinen Aktivismus noch weiter hier in Deutschland. Er ist seit 2010 hier in Deutschland und heute hat er einen Beitrag für uns und sein Beitrag hat einen Namen und für diesen Beitrag hatte er auch noch ein Lied. Also, ich gebe ihm. Okay, thank you so much. Yeah, from the beginning I have to apologize or say sorry because we're late. It's supposed to start at 2 o'clock. I think now it's 4 or maybe, I don't know. And second, this Januar, it's not Januar, it's Februar. So sorry, I couldn't change it. Yeah, but it's not so important problem. Yeah. Now I will talk about situation in Sudan and the international community interference in Sudan and how this interference made the situation very bad in Sudan. Okay, ich möchte etwas, also zum einen das Datum, da steht der 1. Januar, ist vielleicht nicht das größte Problem, es ist natürlich der 1. Februar. Das andere ist, ich möchte über die Situation in Sudan und die internationale Einflussnahme im Sudan berichten. Actually, this title, there's a rat in my kitchen, what am I gonna do? It is a song. It is a song, and this presentation I prepared it before 1 year or more than 1 year, and it's about the situation of refugees in Germany. It's not about the situation of Sudan, but I like the title, that's why I kept it. And the title expressed my feeling when I came here to Germany in 2010. I had the feeling that Germany is like a horrible woman found a rat in her kitchen, start to be mad, and she want to push him out of this kitchen. Yes, that's true. That's our feeling. We are not welcome here in this country. Der Titel meiner Präsentation ist gleichzeitig ein Songtitel, also da ist eine Ratte in meiner Küche, was soll ich tun? Eigentlich ist das ein Titel von einem Vortrag, den ich vor über einem Jahr gemacht habe. Und es ist eigentlich zur Situation der Flüchtlinge. Danke. Und da geht es darum, dass eine Frau in ihrer Küche eine Ratte findet, ihr eine Ratte begegnet und sie möchte sie natürlich rausschmeißen. And yeah, we have a long talk in political situation in Sudan. But before this talk about this political situation, I want to run this song for UB40, just to warm up. Okay. Also vor dem eigentlichen Vortrag über die politische Situation im Sudan möchte ich den Song von UB40 mit diesem Titel vorspielen. Yeah, this is the song. Very nice. This one dedicated tonight to the Brahms. This one called Rats in the Kitchen. I wanna hear you. Oh yeah, yeah. There's a rat in the kitchen.
short and they give everybody the blame. But when they count you up, they will short you up and you got no one to blame. There's a right to make it, what I'm gonna do. There's a right to make it, what I'm gonna do. I'm gonna feast around. There's one tomorrow, I'm gonna feast around. Your turn. What I'm gonna do, there's a right to make it what I'm gonna do. I'm gonna feast around, there's what I'm gonna feast around. When you're out on the street, your boxes lies on the sea, and I scandalize my name. But when I count you up, I'm gonna pull you up, I'm gonna check out inside your brain. There's a right to make it what I'm gonna do, there's a right to make it what I'm gonna do. I'm gonna feast around, there's what I'm gonna feast around. Your turn. There's a right to make it what I'm gonna do. There's a right to make it what I'm gonna do. I'm gonna feast around. There's what I'm gonna feast around. When it depends the scene, they make everyone scream because I know you're so unjust. But when they count you up, they'll kick you up because it's someone that just can't trust. There's a right to make it what I'm gonna do. There's a right to make it what I'm gonna do. I'm gonna feast around. There's what I'm gonna feast around. Your turn. My space make me feel it's great, and you just don't give a damn. If I add my weight, if I add myself, I'd like to see your hand. There's a right to make it what I'm gonna do. There's a right to make it what I'm gonna do. I'm gonna feast around. There's one tomorrow, I'm gonna feast around. Everybody, one more. There's a right to make it what I'm gonna do. Okay, this is right in my kitchen, and in this presentation, I will give brief information about Sudan because most of people they don't know Sudan, unfortunately. And role of international. The second part will be about the role of international community in comprehensive peace agreement in Sudan. That's supposed Sudan be in a peace now, and this because of this agreement in 2006. Or 2005, and this the international community has role to play in this as a past. And finally, I will tell you how Germany government support genocide in Sudan. Also Inhalt des Vortrags wird sein eine kurze Einführung in das Land Sudan, in Sudan und die Geschichte des Sudan, weil viele Menschen leider das nicht wissen. Der zweite Teil, die Rolle der internationalen Gemeinschaft im Sudan, vor allem im Zusammenhang mit dem Comprehensive Peace Agreement, also der Friedensvereinbarung im Sudan, und schließlich der deutsch unterstützte Genozid im Sudan und was dahinter steckt. Okay, this is Sudan. This is Sudan in Africa, in Northeast Africa. Actually, Sudan is very big country. I mean, in size. It equals 7 times Germany. So, Sudan ist im Nordosten Afrikas ein sehr großes Land und in der Größe zweimal so groß, siebenmal, ich wollte gerade sagen, 7-mal so groß wie Deutschland. Yeah. But what's the meaning of Sudan when we say Sudan? It is Arabic name? Yeah. Also Sudan ist, was heißt Sudan? Sudan Simply ist ein in Arabic. Name. Sorry. In Arabic saying Sudan for black people. So Sudan, Arabic word means black people. So Sudan is the land of black people. So, Sudan heißt schwarzer Mensch auf Arabisch und das heißt, es ist das Land der schwarzen Menschen.
Yeah, in the past, in 1821 up to 1885, Sudan occupied by Turkish Empire, Ottoman Empire. Ja, von 1821 bis 1885 war es von ja, türkischen Kräften besetztes Land von Osmanischen Reich, Teil des Osmanischen Reichs. Yeah, and after, Sudan occupied by British, helped by Egypt, 1899, 1956. Von 1899 bis 1956 war Sudan von Ägypten bzw. England besetzt. Yeah, and this has a role to play in Sudan because Sudanese divided later according to their culture. Some people believe that they are Muslim and Arab people, and they has nothing to do with this cultural African dimension of the culture. As the same, others say seeing themselves like pure African culture has nothing to do with the Arabic culture, but the reality, Sudan is intercultural space from Arabic side or African side, Islamic or Christianity or, you know. Diese beiden Zeiten der Besetzung haben ihre Spuren hinterlassen. Und es ist so, dass es einige Menschen im Sudan gibt, die glauben, sie haben nichts mit Afrika und afrikanischer Kultur zu tun, sondern sehen sich in der arabischen Welt und islamisch geprägten Kultur. Gleichzeitig gibt es aber auch Menschen, die sagen, sie gehören, die afrikanische Kultur im Sudan hat nichts mit der arabischen Kultur zu tun. In Wahrheit ist es aber so, dass es eben ein ganzes Spektrum von Kulturen ist, die im Sudan leben. Yeah, 1989 is so important station in Sudan history because these two men, Hassan al-Turabi and that one is the general in army, they control the country since 1989 up to date. They control the country, which is so important to tell about these two persons. They are totally Islamic extremists. Diese zwei Menschen, oder das Jahr 1989 ist ein Schlüsseldatum, weil seit 1989 diese beiden Herren, Not important, but Hassan al-Turabi and al-Bashir. Okay, von den beiden Herren, der Rechte ist ein General, Armeegeneral, und das Land wird seit 1989 beherrscht durch die beiden Personen. Yeah. And Sudan today, because of this long history of complication, this occupation from Ottoman Empire and after British, and this station, third station, lead to very bad, from my point of view. This is my country divided into two countries, to North Sudan. Now today we have two states, North Sudan and South Sudan. Ja, die Geschichte mit der osmanischen Besetzung und der britischen Besetzung hat dazu geführt, zu der, wie ich meine, schlechten Situation der Trennung in Nordsudan und Südsudan. Yeah, Sudanese history, I mean political history, is very rich, but I had choose this three station, Ottoman Empire and British occupation, and this control of Islamic extremist group, because I see these three stations, they are so important in this result to divide this country into two. Ja, er sieht eben die Ursache in den beiden Besetzungszeiten und die Regierung, oder die Kontrolle durch islamische Extremisten seit 1989 als die Kernursache für die Trennung in zwei Länder, Nord- und Südsudan. What about the current situation today in Sudan? Today we have this civilian wars. We have, in North Sudan, we have three force or three armed conflict area. And in South Sudan, there is a conflict between the president and vice president just started 2 months ago. Ja, also zu den Bürgerkriegsgebieten im Sudan, zu den Konflikten kann man sagen, im Norden gibt es 3 bewaffnete Konflikte und in Südsudan hat jetzt gerade im Konflikt vom Präsident und Vizepräsidenten ein Konflikt angefangen.
also, important fact about Sudan today politically. Sudan constitute a threat to international peace because of the situation, because we have this conflict and we link to different conflict area, for example, in Ethiopia, Eritrea, and Congo, or Libya, or Chad. The location of Sudan is so important so that any type of instability in Sudan, that means instability in all these neighboring countries. We have nine neighbor countries. Ja, also die internationale Bedeutung vom Sudan ist insbesondere da, weil in der ganzen Region Sudan eine zentrale Rolle spielt. Also wenn Konflikt in Sudan ist, ist die Gefahr, dass drumherum, Eritrea oder auch im Norden, Konflikte auch starten. Also ein instabiler Sudan hat eine sehr große Auswirkung auf die ganze Region. It's so important, the role of international community, because they are using this security council, because we have a very weak government and criminal government, so they use this as a tool to put pressure on this government. So that is why today we have tens, maybe more than 40 or 50 resolutions against Sudan. Aufgrund der sehr schwachen und kriminellen Regierung in Sudan nutzt der Sicherheitsrat das aus, um Druck auf Sudan auszuüben, und es gibt mehr als 30 oder 40 Resolutionen gegen den Sudan. Yeah, this is a wanted criminal by the International Criminal Court, wanted for genocide, wanted for crimes against humanity, wanted for war crimes. Unfortunately, this is the president of the country. Der Präsident ist gesucht für Völkermord und ist ein Krimineller, weltweit gesucht, und er ist Präsident im Sudan. No need to talk about the human rights situation in Sudan because you can see it later. President of North or South? North Sudan. Before he is the president of the whole country. Yeah. That is why we are escaping every day. And coming to Germany, we have dreams, but unfortunately, yeah. I will talk about the role of the international community, which is so strange. This group said about himself or itself, he wants to bring peace to Sudan. Ja, und deshalb möchte er nochmal über die Rolle der internationalen Gemeinschaft reden, und diese Gruppe sagt deshalb, sie möchten Frieden für den Sudan bringen. Yeah, Bush administration is well known, war generator. So they won't bring peace to Sudan. That is why they put pressure on those who are fighting each other in North Sudan and South Sudan. And they found support and help from European Union. That this war in Sudan started in 1955 up to 2005. So they said to us, like people of Sudan, stop killing each other, and then you have to come to peace. And they put pressure on those who are armed group in South Sudan and the government in Khartoum. So, die Bush-Administration hat beschlossen, Druck auf Sudan auszuüben, damit der Bürgerkrieg oder die Auseinandersetzungen, die seit 1955 bis 2005 gelaufen sind, zu beenden, und hat dann Verbündeten gefunden, nämlich die Europäische Gemeinschaft, die EU. I have to say something about this conflict. It started in 1955, and because of these cultural differences, this conflict it starts from Sudanese people, but grow up after by help of other people, because we know in Sudan, Christian community, international Christian community support South Sudan people, while Arab Muslim people support the government in Khartoum. Der Konflikt, der 1955 begann und aufgrund kultureller Unterschiede begann, wurde immer größer und ausgeweitet und unterstützt, weil christliche Gemeinden eben Südsudan unterstützt haben im Kampf gegen
islamische Gruppen im Norden. Yeah, some people talk about oil, some people talk about the competency between China and USA, and there are different other causes for this conflict, but I know at least this conflict because of this cultural difference which used by others. Okay, es gibt viele Begriffe wie Öl und Wettbewerb zwischen China und den USA, die in dem Zusammenhang dieses Konfliktes genannt werden, aber es sind kulturelle Unterschiede, die ausgenutzt werden, um diesen Konflikt zu verstärken. No problem. They put this pressure on those who hold the power in South Sudan and those who hold the power in North Sudan, and they came to peace. But unfortunately, they told us this is comprehensive peace, while 90% of Sudanese people, they are out of the question, you know, because Sudan is controlled by those who holding the power, while we have a lot of people, they were not in account when they came to this peace. But yeah, when international community and those who hold the power saying that we have to come to peace, so we came to peace in 2005. Und es wurde eben Druck ausgeübt, so dass in 2005 der sogenannte Comprehensive Peace, also einvernehmlicher Frieden, beschlossen wurde. Aber dabei muss man sagen, dieses Einvernehmen ist nur zwischen denen, die die Macht haben, und dass der größte Teil der Menschen überhaupt nicht gefragt wurde, sondern es war ein Frieden dieser beiden Machthaber. This man, the leader of SPLA, movement of rebels in South Sudan, and this man who controls the country since 1989. Also die beiden Männer auf der Linken ist der Anführer der Rebellen im Südsudan und rechts der Machthaber im Sudan seit 1989. Unfortunately, this man was killed by someone, I don't know, or is it accident, I don't know, but actually he took this helicopter and it crashed after 6 months, I think, after this peace talk. Ein halbes Jahr nach der Friedensverhandlung oder dem Abkommen ist Garang beim Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen, und die Frage, wer das gemacht hat, ist noch offen. I have to tell something about him because me as Sudanese, I can feel that this man can maintain unity in Sudan, because I have the feeling that most of Sudanese in North Sudan and South Sudan, they agree with him to lead the country after this peace talk. But there is someone, I can't tell who, wants Sudan to be divided. He killed him because he is like personal guarantee for unity of Sudan. Er kann als Sudanese fühlen und glaubt auch, dass viele Nord- und Südsudanesen glauben, in Garang jemanden zu finden, der die Zukunft in die Hand nehmen kann vom Sudan, hätte können vom Sudan, und das Land einen können. Und so war er eigentlich der persönliche Garant dafür, dass das Land eine Einheit ist. Und deshalb ist die Frage, er weiß nicht wer, aber jemand etwas dagegen hat, dass Sudan ein Land bleibt. Yeah, and I have to tell something about the opposition of Sudan. We have different political groups, different parties, different armed groups. When they start talk about peace, most of Sudanese says, okay, we can talk in one voice against the dictatorship, who is Omar al-Bashir, and they select him to talk in name of Sudan. But unfortunately, the international community said, no, you have to resemble your movement, you have to resemble your people, okay? You have nothing to do with the whole Sudan. So they put pressure on him to talk about the problem of South Sudan just. Und es gibt im Sudan viele politische Strömungen, auch viele bewaffnete Gruppen und politische Gruppen. Und Garang wurde als Sprecher für diese Gruppen ausgewählt. Aber die internationale Gemeinschaft hat das nicht akzeptiert, ihn für den Sprecher ganz Sudans anzuerkennen, sondern hat gesagt, oder ihn reduziert auf den Südsudan und gesagt, du bist nur Sprecher für den Südsudan.
Anyhow, he killed in 2006. This picture for him with leaders of South Sudan movement. Yeah, you can see them because they have a Geschichte after. This president of the movement, and this is the vice president, and this is the next vice president of the movement. Oben im Bild sieht man die Anführer der südsudanesischen Bewegung und mit dem in der Mitte der Präsident und links und rechts die beiden Vizepräsidenten. Yeah. After he killed both of them, they lead the movement, and after they lead the country, and now today both of them they are fighting each other. Und nachdem der Präsident eben getötet wurde oder umgekommen ist, haben die beiden Vizepräsidenten die Macht übernommen und heute ist es so, dass genau der Konflikt zwischen diesen beiden. Yeah. And now the international community is starting to put pressure on both of them to stop killing each other, and sometimes they show them some money. You have to stop and then we can pay later. Ja, und heute will die internationale Gemeinschaft eben diese beiden unter Druck setzen, oder setzt sie unter Druck und sagt, sie sollen ihren Konflikt und das Töten beenden und zum Teil bieten sie auch dann Geld an oder sagen, ihr beendet den Konflikt und ihr bekommt dann Mittelgelder. Yeah, in North Sudan we have, as I said, this Syria conflict area in North Sudan. Since 2003 and 2002, there are like different conflict area in North Sudan, but this brand new, this conflict in South Sudan, because it started 2 months ago or 3 months ago. Ja, seit 2003 gab es diese 3 Krisengebiete im Nordsudan mit Konflikten und jetzt ganz aktuell ist eben im Südsudan ein neuer Krisenherd entstanden. And which is so important, those who are paying in this conflict, not the international community, not the leaders of this group, people of Sudan in North and South, they are just leaving home. People like me, maybe I'm lucky, I could leave home in a very different way, but every day, people are leaving their homes because of this conflict. Und den Preis für den Konflikt zahlen nicht die Anführer, die Präsidenten oder Vizepräsidenten, sondern die Menschen im Sudan zahlen jeden Tag den Preis dafür. Und vielleicht hat er Glück gehabt, dass er fliehen konnte. Aber auf jeden Fall ist es so, dass jeden Tag die Menschen im Sudan für diesen Konflikt einen hohen Preis zahlen. So what's the role of Germany? After the international community says that you have to go to peace and they made this peace agreement. So the international community always saying that we want to help them to make this peace more concrete and make development. So, was ist jetzt die Rolle Deutschlands in diesen Friedensverhandlungen oder dem Friedensabkommen? Die internationale Gemeinschaft sagt immer, wir möchten Frieden, damit es zu einer Entwicklung kommen kann. So this is the time for contracts. Contract for training police, contract for water, contract for whatever, you know. Now the time of countries like Germany. Deshalb ist jetzt die Zeit für Verträge zur Ausbildung von Polizisten, Verträge über die Wasserversorgung und alle möglichen Infrastrukturverträge. Also ist die Zeit für Deutschland, da Verträge abzuschließen. In this picture, this is the Minister of Foreign Affairs from Sudan, I mean North Sudan, and this, I don't know who, maybe German. And in the other picture, this woman, I don't know if you can see her, this is the ambassador of South Sudan. So the ambassador of South Sudan and the Minister of Foreign Affairs of North Sudan, and this is from Germany, and they are saying, we want to help you to make this peace more concrete and develop your country post, so we have to help you financially and economically. Also auf dem Bild sieht man den früheren deutschen Außenminister Westerwelle, den Außenminister von Nordsudan und
die Ambassador Botschafterin von Südsudan und die zusammen einen Vertrag aushandeln. Yeah. Yeah, this is in conference, economic conference to support Sudan in January 2013. This is inside the building of Ministry of Foreign Affairs, Germany, Berlin. Also es war in Berlin im deutschen Außenministerium und da ging es darum, ja, Wirtschaftsverträge abzuschließen mit dem Sudan. Yeah, by the way, we are there, we are demonstrating in front of the door, but no one hear about it. But yeah, they are doing their job. Germany says, I want to help you. Yeah. Ja, also wir waren vor der Tür und haben demonstriert und da drin gab es eben die Aussage von Deutschland, wir sind hier, um euch zu helfen. Yeah. And we have United Nations peacekeeping. You can go to the media today and you can have a look in Sudan, news from Sudan. You will find war every day, killing every day, fleeing from home every day. But we have United Nations peacekeeping. Which peace? I'm always ask myself, which peace that they want to keep it? But actually this is there. Thousands of people, they want to keep peace, doesn't exist. Also das Friedenserhalten der Vereinten Nationen für den Sudan heißt, steht in der Überschrift, aber jeden Tag werden Menschen getötet, es gibt Auseinandersetzungen, Krieg im Sudan. Deshalb fragt er sich, welcher Frieden wird denn da erhalten? And in this peacekeeping, Germany play its role with other stakeholders. And this conference, which hosted by Germany in Berlin in January 2013, what is the ignition point? Who start to think about this conference? Who want to help Sudanese people to build their community? This is a chamber of Arab-German Chamber of Commerce and Industry in collaboration with Africa, and also both of them, they are a group of businessmen working here in Germany. Some of them, they have this background from Africa, background from Arab countries. They came together, they said, okay, we have to do something for Africa, and and then organize everything. They contact even the Ministry of Foreign Affairs. They make this political cover for like such work. Und wer steckt jetzt hinter der Wirtschaftshilfe für den Sudan? Das ist einmal die arabisch-deutsche Handelskammer und zum anderen der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft, also beides Vereinigungen der Wirtschaft, und die wollen jetzt unter dem Deckmantel der Politik eben im Außenministerium Wirtschaftsverträge abschließen. One of them located in Berlin. One is located in Berlin. This is the website, and this is the, what you call it, this is the address in Berlin for both of them. Ja, hier sind die Adressen der beiden Vereine, eben der Handelskammer und des Afrika-Vereins, und die Website dazu. Oh. Actually, this is Bayern München. Yeah, Bayern München has something to do in all this, but I don't know. I'm not sure. But I heard in the media that Bayern München will play against a Sudanese team called Marek. Marek is a championship in Sudan, like München. And they said, we want to play friendly together in Doha, in one of the Arab countries. Friendly match. For me, it's so strange. Bayern München want to play with Sudanese team. Oh, I have to ask myself again. Is it a fruit from this collaboration or something like this? I don't know. Because for me, it's so strange. They want to prepare themselves for the next stage in the Bundesliga. So they want to play with team in Sudan. Strange, for me, strange. Yeah, it's better to play with the Zweite or Dritte Liga or in Germany to play with it, okay?
something wrong. I don't know. So, was macht Bayern München jetzt hier? Bayern München will ein Freundschaftsspiel mit dem sudanesischen Meister spielen und fragen uns natürlich, was soll das denn? Also warum wollen die sich jetzt vorbereiten auf die nächsten Erstligaspiele im Spiel gegen Sudan? Und eigentlich müsste man dafür für die zweite oder dritte Liga sich vorbereiten. Also die Frage ist, hat das was mit den ganzen anderen Dingen zu tun? Was steckt dahinter? Please, I have no access to German information resources, but investigate it. I know. When I tell you about this team who played against Merrick, you can understand. Anyhow, this is the president of Merrick, Sudanese team. He's one of the favorite countrymen for al-Bashir. He's a very strong businessman in Sudan. Der Präsident von Marik, also dem sudanesischen Meisterteam, ist ein sehr wichtiger Wirtschaftsboss im Sudan und sehr beliebt beim Präsident. Al-Bashir to kill, he need weapon and he need money and need men and need lot of stuff. This man is responsible for money. Bashir braucht viel Geld für Waffen, für Ausbildung, für alle möglichen militärischen Dinge. Und der Fußballpräsident ist der Verantwortliche für Geld. So anyhow, they played together and natürlich München won the game 2-0 and all of us, I mean Sudanese people, they are happy because we have a team play against München, so it's okay. So, das Spiel hat stattgefunden, natürlich hat Bayern gewonnen, aber im Sudan waren wir froh, dass wir mal gegen Bayern gespielt haben. This is not my part. My part, what does that mean to support Sudan financially or economically? Egal the situation or how. What does that mean? Was heißt es denn, also das ist eigentlich das Fußball nicht der Punkt, aber was heißt es denn, den Sudan finanziell zu unterstützen? Was bedeutet das? You have to be aware. I have very shocking pictures here. I want to show. So if you are not ready, you can manage your... Du musst aufpassen, Maissara hat sehr schockierende Bilder und wenn ihr nicht bereit seid, dann müsst ihr wegschauen. For me, not shocking at all. These children in a cave, in mountain, in one of the armed conflict areas, they can't leave this space for days or to be killed. Kinder in den Konfliktgebieten müssen zum Beispiel hier in dieser Höhle ausharren, weil sie nicht diese Höhle verlassen können, ohne getötet zu werden. These people from al-Bashir tribe who are living in Khartoum, he is a student at university, but unfortunately he just demonstrated in the street, so they shoot him near his head. Ja, ein Student aus Khartoum, zur al-Bashir-Gruppe gehörend, der hat dummerweise auf der Straße demonstriert und ist deshalb am Kopf angeschossen worden. That in September 2013. Das war im September 2013. This 17 years old killed because of demonstration in September 2013. Die 17-Jährige ist im September getötet worden wegen der Demonstration. This injured, not killed. Verletzt, nicht getötet. Go back to our cave. This woman also, she has to stay at this cave or she will be killed with her children. In case we need something to eat, someone has to go out and expose himself to danger, to be killed. If he came back, it's okay. If he didn't, okay. Nochmal zurück in die Höhle. Diese Frau mit ihren Kindern muss in der Höhle ausharren, damit sie nicht getötet wird. Und wenn sie Essen brauchen, muss jemand sich rausschleichen und rauskriechen und sich damit der Gefahr aussetzen, getötet zu werden. Und wenn er zurückkommt, ist das Glück. Wenn nicht, nicht.
The same. This is normal life to live here, not any place, because you will be killed by bombing every time al-Bashir bombing this area. Ja, und nochmal das gleiche Problem, also das Gebiet mit den Höhlen. Sie müssen da bleiben und es gibt auch Bombenangriffe von al-Bashir. Und wo sie sterben würden sie da rausgehen. Okay, this is also a child, like victim of this, continuous killing. Also woman, he's burned, he's so young. This is one journalist went there and makes this documentary and about this life in cave. Also ein Journalist hat wohl da... This burned with her child also, unfortunately. Yeah, I think those are so lucky who arrested by security forces in Khartoum and tortured and heated. She's a journalist, but she's so lucky in comparison. She just spent, 3 weeks with torturing and hitting. And she's an artist, also activist. She raped by the security forces. Anyhow, for me, they are, this is the lowest degree of suffering in Sudan, to be in Khartoum, an activist, and to be arrested by security forces and do this stuff for you. Im Vergleich zu den Getöteten, zu den Opfern vorher, sind hier die Journalistin auf der rechten Seite, die 3 Wochen lang von den Sicherheitskräften in Khartoum gefoltert wurde und geschlagen wurde. Oder die Künstlerin, Aktivistin auf der linken Seite, die von den Sicherheitskräften vergewaltigt wurde, sind auf der Leidensskala noch auf der niedrigeren Seite. What is the conclusion of all this? For me, in Sudan, you can read in newspaper or in media, there's like division in Sudan, like different tribes, different language, different whatever religion, But what I know about my country, now we have a big fight against this dictatorship and bring freedom and democratic way of governing to our countries against the government of Khartoum. But unfortunately, international community always want to understand it in different way and to deal with it in different way, which is very wrong. And that is why it's still conflict and killing and instability in Sudan up to date. Man liest in den Zeitungen heute, dass Sudan sehr divers verteilt ist, sehr viele verschiedene Parteien kämpfen und sehr viele verschiedene Konflikte. Aber er sagt, er hat den Eindruck, es ist eigentlich sehr klar, dass es einen geeinten Kampf, eine Ablehnung der Diktatur in Khartoum gibt. Aber die internationale Gemeinschaft sieht das mal wieder anders. Und aus diesem Grund, durch dieses Anderssehen, geht dieser Konflikt und das Töten immer weiter. Also herzlichen Dank für Herrn Maissara Said für diesen wundervollen Vortrag. Das hat uns viele Informationen gegeben und ich glaube, Sie haben viele Fragen dazu. Wer Fragen hat, einfach sich melden. Wir sammeln die Fragen, 5 zum Beispiel, dann beantwortet er und danach sammeln wir noch die nächsten Fragen. Der Herr hier hat sich gemeldet. Ihr Name bitte? Wie bitte? Stefan. Salah und Dietrich. Noch 2. Ali und Jonas? Ja. Okay. Ja.
Okay, erstmal Stefan. Ja, wie weit im Sudan spielt auch wieder eine Rolle diese geostrategische Lage im Sudan, also wo es ja um Bodenschätze geht und so weiter. Da ist ja der Umkreis Mali, der Tschad, die also auch wieder eine Rolle spielen, dass dort wieder im Grunde Stellvertreterkriege geführt werden. The question is, what is the geostrategic function or position of Sudan, especially looking at natural resources and the neighboring countries with the natural resources, Chad and Mali. And then So the countries Chad and Mali. So what's the geostrategical position to what is happening? So what's the importance or role of Sudan? Sudan. What's the role of Sudan in connection to the geostrategic position of Sudan and to the natural resources? Salah? Wie immer ist nicht nur Frage, sondern auch ein bisschen Bemerkung. Wir können im Hinterkopf nochmal haben, die Rolle des Kapitalismus, die kapitalistischen Staaten in unserer Unterdrückung, in die Ursache dieser Flucht. Und es ist die Tatsache, dass die kapitalistischen Staaten, wie Maissara es gesagt hat, wie auch in anderen Beispielen, Diktatoren entweder selber installieren, verhelfen dazu, an die Macht zu kommen, oder wenn sie schon da sind, dann unterstützen finanziell Ausbildung der Polizei, Unterdrückungsapparat und so weiter, so dass sie da ihren Griff auf das Land befestigen, somit die Ausbeutung des Landes, die Ressourcen, die Menschen weiter gesichert gehen kann. Und das ist die Frage auch in Sudan. Sudan ist für die, zumindest als Araber sage ich, für die arabische Welt, aber bestimmt nicht nur für die arabische Welt, ist die meist fruchtbares Land, viel Wasser. Es ist das Lebensmittelbasket dieser Welt mit Uran und Petroleum, Erdöl und so weiter. Und deshalb ist es wichtig, Sudan durch Bashir oder durch andere Diktatoren. Diktatoren sind wie eine Dose Thunfisch, nach einer Weile ist abgelaufen, dann muss ersetzt werden. Und genauso mit Saddam Hussein, Gaddafi, was heute auch der Beispiel war, und Bashir und der anderen da. Und das heißt also, es ist für uns wichtig zu sehen, es ist nicht nur der Kampf gegen Diktatoren, sondern ursprünglich diese Diktatoren mit ihrer ganzen Praxis eigentlich sind Produkt und dienen die kapitalistische Ausbeutung, die kapitalistischen Länder. Und das, glaube ich, muss man irgendwie im Vorderkopf haben und immer nicht vergessen. Danke. Okay, danke auch, Herr Salah. Aber für die Zukunft, wenn Sie Kommentare haben, bitte versuchen Sie, das kurz und knapp zu überbringen. Aber wir wollen erstmal nur Fragen sammeln. Aber vielen Dank für Ihre Bemerkung für die nächste, damit wir ein bisschen Zeit sparen. Okay, da kommt jetzt Dietrich, Herr Dietrich. Er ist nicht übersetzt worden, ja. Ja, entschuldige. I hoped he could do it by himself, but I tried. Yeah, you can. It is in context of what we have heard from Dr. Today in the morning, that is the capitalist countries, they install dictators in our countries. About the origin or the cause of immigration. The capitalist countries install those dictators. They help them financially, training their police, their secret police, their military, giving weapons to those people, so that those people as a guarantee for the exploitation of our countries. So when we're speaking about the dictators in Sudan, in Libya, or in other countries, we must not forget to whom they are working, why they are working, why they are functioning in this way. And dictators are like a tonfish dode. That means anytime will become uneatable, so that
they must be changed with other dictators. That's the same what happened in Iraq, what happened in Libya, and going to happen in Sudan also. That is the most important thing. Okay, and I have said thank you very much for Hesala, for Mr. Salah for this comment. Yeah. And please, we just want to select the questions. And if you have comments, please try to make it very short as possible. The next is Dietrich. But before, in French again, s'il vous plaît, si vous avez des questions, essayez d'être très, disons, on collecte d'abord les questions et si vous avez des commentaires, essayez d'être le plus bref possible. Merci. Ja, Herr Dietrich, entschuldige weiter. Nur eine Frage. Sie haben klar gemacht, was sozusagen die Probleme der internationalen Intervention waren, auch von Deutschland. Was hätten Sie sich gewünscht von der internationalen Gemeinschaft und von Deutschland? So you have made it clear what were the problems of international involvement in Sudan and also particularly of Germany. What's your wish to the international community and to Germany? What should they have done? What should they do? Ali, you have the microphone now. And I try to introduce you. Ali is from Sudan, and maybe he have more interesting thing to say about the presentation of Mr. Masad Said. Hello? I'm very sorry to use colonized language. Es tut mir leid, dass ich eine Sprache der Kolonisten jetzt benutze. بسم الله. نعلم انه البشير ديكتاتور مجرم. هذه حقيقة. ديكتاتور مجرم. حقيقة. Wir wissen, es ist eine Tatsache, dass al-Bashir ein Diktator ist und ein Mörder. لكن الأبرياء يجب أن نتذكر أبرياء السودان هم أكثرهم من دارفور وأنا من دارفور. كل هؤلاء الصور من دارفور وأنا من أبناء دارفور من غرب السودان. كل المقتولين القتلة البنات المغتصبة الجلد النهب المسلح الضغط الجنجويد كل هذا ضد أبناء دارفور. دارفور الحرب المنسية. Davor ist der vorgesehene Krieg, davor sind da, wo die Leute, die unterdrückt, die verfolgt, die bekämpft worden sind, die alle Untaten dort begangen sind, das sind in Darfur und ich bin selber aus Darfur. دارفور الحرب المنسية وإذا نظرنا نظرة دقيقة لكل هؤلاء لماذا البشير اليوم هو مجرم حرب مطلوب لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لماذا؟ لأنه ارتكب جرائم حرب ضد أبناء دارفور. Wenn wir uns fragen, warum al-Bashir jetzt als gesuchter Mörder von dem Internationalen Gerichtshof ausgeschrieben ist, weil er also Mord und Untaten in Darfur begangen hat. Ali, please, can you please let our translator to translate it in English because you are speaking Arabic? كلمة أخيرة يجب أن نعلم تقسيم السودان ضرب ليبيا ضرب كل العراق كل هذه المناطق الناتو من أجل ماذا؟ من أجل البترول. تقسيم السودان من أجل البترول ضرب ليبيا من أجل البترول ضرب أفغانستان من أجل أهداف سياسية. لا ننسى هذا ضروري أن نتذكر تقسيم السودان ليس لأسباب سياسية. البترول ليبيا البترول العراق البترول كل هذه الدول من أجل البترول ليس من أجل السلام في السودان وليس من أجل السلام في العالم. حتى ألمانيا Germany when Sudan in 1983 they built one street is called Niala Kazalinja not because to help Sudanese people no because to look for the oil at that time that oil in Darfur. Now Germany they make many races in Sudan because of what? To divide the country, to divide South Sudan. Again, they want to divide Darfur again and divide Eastern Sudan again. Sudan became 5 countries because of what? Because of oil. This is a war of oil. And Germany part of NATO. This is the same discrimination we face in Lampedusa, in Hamburg. They don't like us to be unity. This is the war we have it here. They don't like to be unity. When we are unity, we have good hand, good strike, good way. Group solution, paragraph 23.
Thank you very much. Ali Ahmed min Abna Darfur. Thank you. Du hast alles, was du gesagt hast, auf Englisch gesagt, da brauchen wir gar nicht mehr. Ja? Yeah. You speak also Arabic? السلام عليكم. Amin alaikum assalam. اسمه محمد جاء من جمهورية الإسلامية موريتانيا. Mein Name ist Mohammed aus Mauretanien. المشكلة الأفريقيا المشكلة كبيرة صراحة. أن الموجود في السودان توا ليس في السودان بس، في رواندا وفي أي دولة في أفريقيا. Das Problem oder die Probleme Afrikas sind sich ähnlich. Es ist nicht nur das, was in Sudan passiert, es ist auch ähnlich, was da in Ruanda und anderen Staaten in Afrika oder Ländern in Afrika passiert. ولكن تحياتي لهذا المجتمع وهذا السباب بين الأوروبيين والأفريقيين. أنا من جروب من لامبدوزا يعني، ولكن حتى عندنا موضوع يعني نتكلم على الموضوع لامبدوزا. لازم ناس هذا يساعد الجروب هذا تقدم يعني بأي شيء، ولكن في ناس هنا بصراحة قاعدين سنة ولا 80 شهر لا عندهم شيء ولا في شيء يعني صراحة. Ich möchte mich bedanken und für die Lampedusa Unterstützer und die Gruppe hier, für die Organisatoren da. Und man muss also diese Gruppe, ich bin auch selber aus dieser Gruppe Lampedusa in Hamburg, man muss diese Gruppe noch mehr unterstützen, weil es gibt Leute, viele Leute, die eigentlich nichts tun. لكن حتى بعض السؤالات يعني بصراحة عندنا موضوع خاص يعني لازم نتكلم فيه يعني على حقوق الإنسان والديمقراطي والاحترام البشر يعني، ولكن لازم نتكلم عليه حقيقيا يعني. Es gibt Fragen, die wir also ganz genau besprechen wollen über Menschenrechte und Demokratie und so weiter. Darüber müssen wir eigentlich ziemlich reden. تحياتي لهذا المجتمع وهذا الشباب وهذا يعني حفلة جديدة ومبارك عليه هذا الرجل وهذا الشباب اللي قدموا هذا الموضوع يعني. شكرا. Also danke für alle. Thank you also. Shukran. Do you want to translate in English? Yep. I try to summarize what last friend said. So it is Sudan is a conflict that is similar in other countries. It's not the only conflict like that, and it shows that unity is needed, and that also here in the Lampedusa group, unity is very important. And because there are still people that are doing nothing, so it is important to stand together, to fight together, and to have the unity of the group. And the unity, thank you to the supporters, and the unity of the supporters is also important, of course. Okay, so our speaker, you can try to answer the questions, and maybe if you have some comment also about the other comments. Thank you for questions. I could collect 3 questions about Darfur and the oil issue in Africa, and also what required from international community and the geostrategic importance of Sudan. I will start from the first question, but I have to go back to my map. Also Maissara hat 3 Fragen notiert. Das erste ist zur geostrategischen Bedeutung und zum Öl und zu den Rohstoffen. In this map, you can see Sudan is a neighbor of Egypt, Libya, Chad, Central Africa, Congo, Kenya, Uganda, Ethiopia, Eritrea. You see? So, from the beginning, Sudan is a bridge between first North Africa and South Africa, East Africa and West Africa. So, an der Karte
sieht man schon, Sudan grenzt an Ägypten, an Libyen, an Zentralafrika, an Eritrea, Uganda. Es zeigt also, es verbindet sowohl den Norden und Süden Afrikas als auch Ost und West in der Region. Also, he bridged between Arab world and African world. Auch die Welt, also auch eine Brücke zwischen afrikanischer und arabischer Welt. Most of people heard about Muslim Brotherhood in Egypt. This is the beginning of the brotherhood in all area. Brotherhood, Muslim group, they think about their life in Islamic way, and they want to put this way to govern their country and their area. And now we have this Muslim Brotherhood, those who are controlling the country today. So any conflict. Now in Sudan, we have relationship to Muslim Shia. We link to this because we have Muslim Brotherhood are Sunni. We are linked to the conflict between Ethiopia and Eritrea. We are linked to the conflict in Libya. We link to the conflict in Chad. You know, also Sudan divided because we have competency between Christianity and Islam. Unfortunately, we are in the middle. Also jeder kennt die Muslimbruderschaft aus Ägypten, es ist bekannt geworden, also eine Gruppe Menschen, die islamische Lebensregeln als Staatsform haben wollen, und Muslimbruderschaften im Sudan sind auch aktiv oder haben die de facto Macht Nordsudan, und das zieht dann den Sudan auch in die Konflikte mit Tschad, mit Eritrea, in Libyen und in Ägypten. What happened in Mali? Unfortunately, this Islamic group, they are international. They are support each other. They are fight together. And Sudanese government support Muslim Brotherhood in Egypt. Even they support rebel group in Mali before, you know. And this link between Islam and division in Islam world, okay? At the same time, this situation of Sudan is very big country, has 9 neighbor country. Put Sudan is so important in all this type of conflict, Islam, Christianity, within Islam, you know, in different African countries. So I think because of this big size and because of this cultural dimension, that is why the situation of Sudan is so complicated. Also Sudan hat zu tun mit dem Konflikt in Mali, weil die islamischen Gruppen, die aktiv sind in vielen Ländern, vernetzt sind, international vernetzt sind, und Sudan eigentlich sowas wie ein Prototyp für den Konflikt auch zwischen christianisierten Gruppen oder christlichen Gruppen und islamischen Gruppen ist und dadurch sehr kompliziert vernetzt in der Region ist. Yeah, when I talk about Mali, Al-Bashir used what we call it Janjaweed, and these Janjaweeds, they are militia, they are not part of the army. Most of these Janjaweeds, they came from Mali because they want to help their brother in Islam to control the country. That is why they kill people in Darfur, and now they support him to kill people in other area in South Sudan. So group from Mali, so Islamic group from Mali. Yeah. Okay. Also islamische Miliz aus Mali hat in Darfur eben gekämpft auf der Seite von al-Bashir, und entsprechend sind diese Gruppen auch weiter, die Milizen, unterwegs in anderen Ländern und beteiligen sich an den bewaffneten Konflikten. Yeah, and after French army attacked Mali with NATO, I think most of them, they escaped and hide now in Sudan, and they continue their job to support him. Und nach dem Angriff Frankreichs und der NATO auf Mali sind die Milizen zum größten Teil in Sudan gegangen und arbeiten da oder kämpfen da weiter auf der Seite von al-Bashir. What is required from the international community? The past, we can't do anything about what happened in the past. I mean, this occupation from different nation to my country. But today,
every time we are saying we are like Sudanese, we want freedom and democratic way of governing. This is the demand number one. But the international community put pressure, go in line with their benefit. That is why they put pressure on the Sudan government in 2005 and the rebels in South Sudan in order to divide the country. The division of the country means that the oil of Sudan is divided into two. North Sudan oil is belong to China. South Sudan oil is belong to USA and its partners in European countries. So what is the request to the international community? You cannot change the past, so for the future demands would be that Sudan is Okay, also die Forderung an die internationale Gemeinschaft im Sudan, also man kann die Geschichte nicht mehr verändern, da ist das passiert, was passiert ist. Die Forderung an die internationale Gemeinschaft wäre ein freies und demokratisches Land Sudan. Leider ist die Ansicht der internationalen Gemeinschaft eine andere. Die steuern ihre Wünsche nach wirtschaftlichen Randbedingungen, also was das meiste bringt. Und das zeigt auch die Aufteilung von Nord- und Südsudan. Nordsudan ist China, sind die Förderrechte an China, und im Süden Europa. USA? Yeah. There is talk about Darfur. Most of people, they don't know where is Darfur. Darfur is in West Sudan, and actually start conflict there in 2003 in Darfur, and because of the doings of Omar al-Bashir, he made like genocide and war crimes and very terrible stuff. That is why he wanted today for the International Criminal Court. But in Sudan, there are like 3 warm conflict area in Darfur, and Nuba Mountain, and Blue Nile. And in the south, the conflict is distributed spread it in big cities or the capital or whatever. So we have this main 4 conflict with different small civilian conflicts. Ja, also der bekannteste Konflikt und auch der Grund, warum al-Bashir gesucht ist als Verbrecher, als Kriegsverbrecher und wegen Völkermord angeklagt ist Darfur in 2003, was auch in den Medien sehr bekannt ist. Es gibt noch 2 weitere Konfliktgebiete im Nordsudan. Und im Südsudan ist es eigentlich überall verteilt, in allen größeren Städten ist, wie gesagt, Warm Conflict, also dauernde Auseinandersetzung, also ein warmer Krieg. Yeah, she reminded me that the question about the international community, I told we can manage our country, I think. But the problem, the international community, in any interference, they think about the benefits. They don't put Sudanese people in account. This is a big title. Second, from this point of what is going on behind closed door, for example, in Ministry of Foreign Affairs in Germany, we have no, as I said before, we have no access to know what these people are doing, these German people, you know. So from the power of people, I mean normal people, I don't talk about the politicians, about the governments, I talk about people, journalists, activists, or whatever. They have to be aware about this type of movement of using others in name of democracy and in name of Germany, because some people look at the newspaper, okay, Minister of Foreign Affairs saying that, yeah, we want to help Sudan and economic, it's normal. It's not normal. Ja, so we need to know what exactly these people are doing. Maissara sagt, glaubt, dass der Sudan sich selbst organisieren und sich selbst regieren könnte. Und die internationale Gemeinschaft agiert leider immer nach wirtschaftlichen Interessen und für den eigenen Benefit.
Und dass das eben auch zur Teilung führt. Und man muss sich immer die Frage stellen, was passiert da hinter den verschlossenen Türen, was passiert da im Ministerium. Okay. Und es muss jedem klar sein, allen Menschen, auch Aktivistinnen und die sich damit beschäftigen, wenn man in der Zeitung liest, Wirtschaftshilfe und Wirtschaftsverträge sind was Normales. Es ist nicht normal, da ist irgendwas dahinter und es sind immer die wirtschaftlichen Interessen, in dem Fall von Europa und von Deutschland. Ja, ich musste ihn am Ende doch nochmal daran erinnern, weil ich diese Frage sehr, sehr wichtig fand. Das war von Herrn Dietrich, ne? Weil ich finde das wichtig, deshalb, weil wir alle gemischt sind, nicht nur Europäer, nicht nur Afrikaner, aber auch sie Deutsche, sie sind alle hier, um uns zu unterstützen. Und manchmal, das ist einfach ätzend, ohne zu wissen, was man da machen konnte. Und daher finde ich, das ist sehr, sehr wichtig, nicht, dass man einfach nur kommt und mitmarschiert und einfach nur mitdemonstriert und so, sondern einfach Lösungsansätze darüber nachzudenken. Und ich glaube, das sollte nicht nur von den Deutschen kommen oder von den Europäern kommen, sondern auch von uns. Dass man weiß, wo kann man uns denn helfen? Wie können wir das dann zusammen hinbringen? Und ich finde seine Frage gerade sehr, sehr wichtig. Und die Antwort dafür wäre, dass Sie alle oder ihr alle versucht in verschiedene politische Parteien, wo ihr tätig seid, wo Sie tätig sind, einfach gegen diese Ausbeutung, einfach gegen diese kapitalistische Hervorgehensweise in afrikanischen Ländern, einfach das zu verhindern. Wissen Sie, neulich, als ich gehört habe, das war vor ein paar Wochen, dass der Hollande beim Europäischen Union versucht hatte, dass Europa ihn dann unterstützt bei diesem Kampf in Zentralafrika. Und der hat deren Unterstützung dann gebetet und Frau Merkel hatte Nein gesagt. Ich sagte, wow, ich bin stolz auf Frau Merkel. Aber was kommt denn danach? Letzte Woche, die Frau von der Leyen, sie sagte, sie müssen noch mehr Soldaten in Westafrika schicken, in Zentralafrika schicken. Was ist das? Ich verstehe das einfach nicht. Heute ist das so, morgen ist das so. Und wie sie uns unterstützen konnte, einfach verhindern, dass die einfach einmischen in unsere Angelegenheiten. Das wäre eine große, große Hilfe. Und das könnt ihr oder ihr könnt das nur machen, wenn Sie selber das dann in verschiedene Bewegungen, wo Sie tätig sind, wo ihr tätig seid, einfach das versuchen, einfach durchzusetzen, dass einfach eine Veränderung, eine Reform dann gibt. Ich finde das einfach sehr, sehr wichtig, diesen Punkt noch zu erwähnen. So könnten wir zusammenarbeiten. Ja. Okay, ich weiß nicht, ob es noch letzte Fragen gibt noch an unseren Referenten, ansonsten machen wir noch weiter. Okay, da meldet sich noch einer. Ihr Name bitte? Jonas? Ja. Jonas. Es ist auch ganz kurz. Ja? Ich hab Freunde in Uganda und ich habe gehört, dass die ugandische Armee jetzt über die Grenze gegangen ist und in Juba sich auch stationiert hat. Ich wollte mal den Referenten aus direkter Quelle fragen, was das jetzt bedeutet. It's like, I have many friends in Uganda and these days the Ugandan army is also pushing towards South Sudan and the official statement is they want to rescue the Ugandan population from Juba, but I don't know the real ambition behind it. Maybe you can explain. You know, after Sudan divided into two countries, we have those who dictatorship in North Sudan, we have dictatorship in South Sudan. I don't believe that this government resembles all South Sudan people. So, when this conflict starts in South Sudan, already South Sudan is very weak. If you want to talk about the army, about the civilian society, about economic situation, development situation, South Sudan is very weak.
very weak, and this power is divided into two today, between vice president, the whole society divided into two, between the vice president and the president. Both of them need help to overcome, you know. So there is a good relationship between the vice president of South Sudan and the government of Khartoum, because I know he's a corrupted man, and they know how to play together. At the same time, the president of South Sudan has a very strong relationship with Museveni, the leader of Uganda. So both of them try to find help from here and there. That is why Museveni support the president of South Sudan very strongly. I have to say that Museveni is a very aggressive against these Islamic groups who are controlling the area of South Africa, but even in Sudan. So it is like fighting between president of Sudan and Museveni, at the same time vice president of South Sudan, and he finds support from security forces in Sudan, but not like, it's not strong like from Uganda to other guy. Also weil weil Sudan schon, Südsudan an sich schon gesellschaftlich sehr geschwächt ist, politisch sehr geschwächt ist, suchen, und jetzt auch noch geteilt, weil die beiden, also Vizepräsident und Präsident, sich streiten, noch weiter geschwächt sind, suchen beide Unterstützung. Und der Präsident hat gute Kontakte zu Khartoum, Uganda, und der Vizepräsident zu Khartoum. Und entsprechend holen die sich jeweils aus der anderen Quelle dann Unterstützung. Und dabei muss man sagen, dass Uganda, Museveni ist eine sehr starke Verbindung zu islamischen Milizen hat und also eigentlich die Kontrolle über den islamischen südlichen Teil von Afrika hat. Südsudan die Kontrolle gegen die islamischen Gruppen Südsudan hat, ja.